Nissan 350Z, 2003er Jahrgang und Amerika-Import. Also es ist kein EU-Auto, es ist eine Dummy-Version ohne Brembo-Bremsen. Es ist so richtig der 90. Hure Z. Ja, zum Äußeren ist nicht viel zu sagen. Es sind irgendwelche No-Name-Bodyparts dran, alle von verschiedenen Marken, irgendwelche Seitenschweller von Ings. Front ist momentan missing. Heck ist auch irgendein No-Name-Produkt. Dann vorne sind irgendwelche GFK-Overfenders und hinten sind so Dowlack Carbon Seitenwände. Das ist mein ganzer Stolz vom Auto. Das hat wahrscheinlich umgerechnet Neupreis von der Seitenwände mehr gekostet wie das Auto über die Jahre. Suspension ist so immer wieder mal was Verschiedenes gewesen und wechselt oft, weil ich es sehr oft kaputt mache. Jetzt im Moment habe ich gar kein Lenkwinkelkit. Ist also komplett original. So bin ich auch die letzten 2-3 Events wieder gefahren, weil ich zu faul war, um mein kaputtes Parts by Max Kit zu fixen und knauserig war, um etwas Neues zu kaufen. Also vorne ist komplett original. An der Hinterachse hat es nur irgendwelche Camber Arms, die aber wegen der Achsgeo recht sind, weil sobald etwas am Sturz veränderst am Z, verhaut es die Spur gigantisch. Und die Spurarme habe ich eben keine mehr, die habe ich auch mal kaputt gemacht, im 18 und so. Und darum ist seitdem meine Hinterachse Kraut und Rüben irgendetwas und schaut die alle richtigen. Aber es meint. Das Auto fährt so und es fährt geradeaus und es reicht für mich. Reifen fahre ich vorne eigentlich immer Federal RSR, weil es so ziemlich die günstigsten Semis sind und nass wie trocken genügend Grip haben für Vorderachse. Hinten fahre ich banausenmässig alles an Sommerreifen, die auf einer 9,5er bis 12er breiten Felgen Platz hat. Also so von 2,35 bis 2,65 fahre ich alles. Und ja, weil das Auto doch teils einmal noch ein bisschen Sturz hat, nützt man breite Reifen nicht und nur einmal irgendwie zu 3/4 abgefahren werden. Ja, dann hat es irgendeine so eine eine Vibrant-Auspuffanlage, Single Pipe. Der Motor ist gar nichts gemacht, nur grosser Wasserkühler von Mishimoto und ein Ölkühler mit Sandwichplatten, damit ich dann noch die Öltemperatur habe im Interieur. Das Wichtigste am Auto ist ein Tomei Two-Way LSD, das ich mir zu meinen Strassenzeiten gegönnt habe, weil ich keine Eier hatte zum Schweissen. Und ich habe es immer noch, nach 7 Jahren. Und es ist der schlagbar beste Diff ever. Es ist echt einfach ist der Shit. Ich würde es zwar nie mehr machen, einfach wegen der Kosten. Ja, jetzt momentan vorne fahre ich irgendwelche Spares, weil die anderen am Lackieren sind. Und hinten fahre ich Cosmis XT206 in 18x11 ET8. Das sind meine Lieblingsfelgen. Interieur ist auch recht simpel und ist eigentlich auch fast unberührt. Seit meinen Strassenzeiten ist einfach Cusco-Käfig, ein geschraubter, mit noch ein paar Modifications, einfach so die doppelten Doorbars, die wir mal für irgendein Event machen mussten. Und Sparco-Sitz mit FIA, der abgelaufen ist seit 1995. Und Energy neben und Lenkrad und sonst ist auch wieder alles original. Nein, ist nicht alles.